Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. In diesem Video möchte ich euch einen Blick in die Welt der außerschulischen Aktivitäten in Japan geben, die für Kinder sehr wichtig sind. Es gibt nicht nur die klassischen Nachhilfeschule, die in Japan Juku genannt werden, sondern auch viele andere Arten von Freizeitaktivitäten. Ich werde heute über 10 beliebte außerschulischen Aktivitäten von 2024 in Japan sprechen. Welche Arten von außerschulischen Aktivitäten in Japan sind typisch und beliebt und warum? Außerdem werde ich euch auch meine eigenen Erfahrungen teilen, als ich als Kind verschiedene Aktivitäten in Japan gemacht habe. Also bleibt dran und lasst uns anfangen. In Japan ist es sehr üblich, dass Kinder nach der Schule oder außerhalb des Unterrichts an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen. Ich kann sagen, dass fast jedes Kind in Japan irgendeine außerschulische Aktivitäten macht. Übrigens heißen außerschulische Aktivitäten auf Japanisch Naraigoto. Diese Aktivitäten spielen eine große Rolle bei der Entwicklung von Fähigkeiten, die über das hinausgehen, was in der regulären Schule unterrichtet wird. Viele japanische Eltern denken oft, dass sie über die Zukunft ihrer Kinder nachdenken und verschiedene Dinge unternehmen möchten oder der Unterricht in der Schule nicht ausreicht. Daher investieren jedes Jahr mehr Eltern in ihre Kinder. Es gibt deswegen viele verschiedene Arten von Aktivitäten und die Aktivitäten variieren je nach Alter. Heutzutage neigen viele Eltern dazu, ihre Kinder früh an solche Aktivitäten teilnehmen zu lassen. Ich möchte zuerst 10 populäre außerschulischen Aktivitäten Naraigoto in Japan von 2024 und danach möchte ich meine außerschulische Aktivitäten als Kind vorstellen. Nummer 10. Budo. Budo ist ein japanischer Kampfsport wie Judo, Karate, Kendo, Aikido, Shorin Kenpo und so weiter. Kampfsport ist seit langem eine große Beliebtheit als Mittel zum Erlernen der Etikette und zur Stärkung der mentalen Stärke. Durch Budo lernt man auch Disziplin. Es ist ein Kampfsport, der körperliche Stärke, aber auch mentale Stärke erfordert. In Japan sind solche traditionellen Kampfsportarten sehr beliebt, weil sie den Geist genauso wie den Körper trainieren, aber heutzutage auch im Ausland. Man kann vielleicht durch solchen Kampfsport eine Konzentration trainieren, die man wegen Smartphones oder Tablet heutzutage verloren hat. Nummer 9. Soroban, Programmierung und Roboterkurs. Soroban ist eine seit langem beliebte außerschulische Aktivität und ein japanischer Abakus, der zum Rechnen benutzt wird. Man lernt sogar in der Grundschule in Japan, wie man Soroban benutzen und damit rechnen kann. Es gibt sogar ein Turnier und eine Prüfung von Soroban. Durch Soroban kann man seine rechte Gehirnhälfte trainieren und die Fähigkeiten entwickeln, schnell im Kopf auszurechnen. Deswegen ist Soroban immer noch sehr beliebt. Außerdem sind Programmierung sowie Roboterkurs heutzutage genauso beliebt wie Soroban. Seit 2020 wurde der Unterricht von Programmierung in der Grundschule in Japan als Pflichtfach eingeführt. Es gibt heutzutage sogar solche außerschulische Aktivitäten für Vorschulkinder. Nummer 8. Tanzen. Japaner tanzen in der Regel nicht gerne in der Öffentlichkeit, aber die außerschulische Aktivität von Tanzen ist eher anders. Man lernt Rhythmusgefühl und Ausdruckskraft dabei und manche Menschen streben danach, die Muskulatur ihres gesamten Körpers ausgewogen zu trainieren oder ernsthafte Profi-Tänzer zu werden. In Japan gibt es eine Idolkultur und auch K-Pop ist sehr beliebt. Viele junge Leute träumen vielleicht solche Idols oder Profi-Tänzer, aber Rhythmik für Kleinkinder ist auch sehr beliebt. Nummer 7. Fußball. In Japan ist Baseball im Allgemeinen beliebter als Fußball, aber viele jetzige Kinder neigen dazu, Fußball zu lernen. Durch Fußball kann man sportliche Fähigkeiten verbessern und teamfähig werden. Nummer 6. Turnen. Turnen ist vielleicht auch in Deutschland beliebt, oder?
In Japan lernen manche Kinder auch Turnen, um Gleichgewichtsgefühl und Gelenkigkeit zu entwickeln. Es gibt verschiedene Turnen wie zum Beispiel Geräteturnen, Akrobat, Trampolin und so weiter. Nummer 5. Shuji bzw. Kalligraphie. Diese außerschulischen Aktivitäten sind richtig japanisch. Shuji ist die Kunst der japanischen Kalligraphie und seit langem beliebt. Es ist in Japan sehr wichtig, dass man seine Zeichen schön schreibt. Die japanische Kalligraphie wird auch oft als Shodo genannt, aber Shodo bedeutet nur schöne Zeichen zu schreiben und Shuji legt der Schwerpunkt auf korrektem und schönem Schreiben. Kinder lernen also eher Shuji und Erwachsene lernen Shodo. Bei Shuji gibt es zwei Arten, Mohitsu und Kohitsu. Mohitsu ist Schreiben mit einem Pinsel und Kohitsu ist Schreiben mit einem harten Bleistift. Wenn man ordentlich schreiben kann, wird man in Japan bei anderen einen guten Eindruck hinterlassen. Nachdem man erwachsen geworden und in die Gesellschaft eingetreten ist, gibt es viele Situationen in Japan, in denen eine gute Handschrift nützlich ist. Nummer 4. Nachhilfeschule bzw. Juku. Dies ist in Japan eine übliche außerschulische Aktivität. Die Nachhilfeschule heißt auf Japanisch Juku. Japanische Juku ist sehr strukturiert und der Unterricht wird meist von erfahrenen Lehrern oder Fachleuten abgehalten. Schüler besuchen diese Nachhilfeschule oft nach der regulären Schule oder am Wochenende, was bedeutet, dass sie sehr viel Zeit mit Lernen verbringen. In Japan gibt es großen Druck, in der Schule gut abzuschneiden, was dazu führt, dass viele Eltern ihre Kinder zur Nachhilfeschule schicken. Diese Nachhilfeschule sind oft für Schüler ab der 7. Klasse in der Mittelschule oder für Schüler ab der 10. Klasse in der Oberschule in Japan. Aber es gibt auch eine Nachhilfeschule für Kleinkinder. Wenn ihr mehr über die japanische Nachhilfeschule Juku wissen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst bitte ein Abo da. Ich werde dann möglicherweise extra ein Video dazu machen. Nummer 3. Klavier. Diese außerschulische Aktivität ist in Japan sehr beliebt. Man sagt sogar, ungefähr die Hälfte der Studenten der Universität Tokio lernt Klavier spielen. Man kann durch Klavier ein Gefühl der Tonhöhe und Rhythmus entwickeln und durch die Bewegung der Hände wird das Gehirn gut stimuliert. Nummer 2. Englisch. Die englische Sprache ist in Japan die erste Fremdsprache. Japaner kennen aber nicht so gut Englisch. Das ist leider oft im Ausland gesagt und tatsächlich stimmt es zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland. Manche Japaner können aber sehr gut Englisch. Japan muss sich auch zur Globalisierung anpassen und es ist heutzutage selbstverständlicher, Englisch zu kennen. Es ist in Japan noch schwierig, dass man nur in der Schule Englisch lernt, deswegen versuchen viele junge Eltern in Japan schon seit dem Kleinkind extra Englisch lernen zu lassen. Nummer 1. Schwimmen. Die beliebteste außerschulische Aktivität in Japan ist Schwimmen. Das hat mich aber überrascht, weil es in der Schulzeit meiner Generation bzw. Freundeskreis wenige Kinder gab, die Schwimmen als außerschulische Aktivität lernten. In Japan lernt man meistens in der Schule schwimmen und fast jedes Kind in meiner Generation konnte damals in der Schule gut schwimmen, aber das war auch möglicherweise je nach Region. Es scheint heute wenig Schwimmunterricht in der Schule in Japan zu geben. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel die Tatsache, dass immer mehr Schulen den Schwimmunterricht selbst abschaffen, weil die Schwimmbecken nicht mehr genutzt werden können, die Sanierungskosten aber enorm sind oder dass einige Schulen externe Agenturen mit der Durchführung des Schwimmunterrichts außerhalb der Schule beauftragen, weil sie kein eigenes Schwimmbecken in der Schule haben. Deswegen lernen jetzige Kinder mehr in ihrer außerschulischen Aktivität schwimmen. Meine Naraigoto. Nun möchte ich meine außerschulische Aktivitäten Naraigoto als Kind vorstellen. Ich habe als Kind insgesamt 4 verschiedene Naraigoto gemacht. Als erstes Klavier.
Ich habe für 2 oder 3 Jahre im Alter von 5 bis 7 Jahren Klavier gelernt. Meine ältere Schwester hat Klavier gelernt, deswegen habe ich auch zusammen gelernt. Ich war aber leider nicht gut im Klavierspielen. Dann habe ich auch Shuji gemacht. Das war in der Zeit von 6 bis 10 Jahren, also etwa 5 Jahre lang. Meine Schwester hat es natürlich auch gemacht. Die kleine Schwester, hat immer meine Schwester nachgemacht. Ich kann also viel besser schreiben als mein Vater, aber leider nicht besser als meine Mutter und Schwester. Ich habe auch Budo etwa 3 Jahre lang gemacht. Ja, ihr wisst, meine Schwester hat es auch gemacht. Wie ihr auf dem Video sehen könnt, habe ich einen solchen Budo gemacht, und zwar Shorinji Kenpo. Shorinji Kenpo ist eine moderne japanische Selbstverteidigungskunst. Und dabei lernt man Techniken zum Abwehren von Angriffen wie Stößen und Tritten, sowie Techniken zum Herausziehen beim Greifen am Handgelenk oder an der Kleidung oder zum Fangen auf der anderen Seite des Gelenks. Manchmal gab es Turniere von Shorinji Kenpo. Das Mädchen auf dem Foto bin übrigens ich als Kind. Man trägt eine Uniform und damals war das Symbol von Shorinji Kenpo ähnlich wie ein Hakenkreuz. Das ist aber das japanische Manji-Zeichen. Aber seit 2005 haben sie dieses Symbol geändert und heutzutage sieht es so aus. Und meine letzte Naraigoto war Juku, also Nachhilfeschule. Ich habe sogar 3 Arten von Nachhilfeschule gemacht. Bei Juku gibt es verschiedene Arten. Es wird sehr lang, deswegen erzähle ich nicht über alles davon, aber ich habe zuerst von der 6. und 7. Klasse bei einem Gakushu-Juku allgemeine Fächer gelernt, zum Beispiel Mathematik, Englisch und Japanisch. Möglicherweise noch andere Fächer wie Geschichte. Lange her erinnere ich mich leider nicht mehr. Dann habe ich in der 8. Klasse Kate-Kyoshi gemacht. Kate-Kyoshi ist nicht richtig Juku, aber man kann von einem Lehrer oder einer Lehrerin zu Hause einige Fächer lernen. In der 9. Klasse habe ich dann bei einem Shingaku-Juku Mathematik und Englisch gelernt. Shingaku-Juku ist eine der Juku und das ist eine spezielle Juku zur Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung auf eine höhere Schule. Das kostet sehr viel, aber man lernt richtig viel und schwieriger als in der Schule oder im anderen Juku. Übrigens hat meine Schwester noch mehr außerschulische Aktivitäten gemacht. Sie hat als Kind außerschulische Aktivitäten von Klavier, Shuji, Shorinji Kenpo, Soroban, Juku und Englisch gemacht, außer Shingaku-Juku. Sie war aber sehr klug, ohne zur Shingaku-Juku zu gehen. Meine Schwester rechnet immer noch durch das Lernen von Soroban wie ein solches Abakus oft im Kopf und ihre Hände bewegen sich beim Rechnen, obwohl sie in der Hand kein Soroban-Blatt hat. Meine Freundin hat auch Soroban gelernt und sie kann auch sehr schnell ohne Taschenrechner Kopfrechnen. Soroban scheint sehr gut für Mathematik zu sein. Viele Japaner machen wirklich viele außerschulische Aktivitäten und das ist freiwillig. In Japan gibt es sogar ab der 7. Klasse auch jedem Unterricht schulische Clubaktivität. Das ist eine Aktivität in Neigungsgruppen für Sport, Kultur und so weiter, neben dem Unterricht in der Schule und Studium an der Universität, die auch japanisch Bukatsu bzw. Bukatsudo genannt wird. Diese Clubaktivität wird auch manchmal am Wochenende stattfinden. Japanische Kinder müssen also wirklich viel lernen und an vielen Aktivitäten teilnehmen. So, das war's heute mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen guten Eindruck in die Welt der außerschulischen Aktivität in Japan gegeben. Wenn ihr Fragen oder eigene Erfahrungen habt, lasst sie gerne in den Kommentaren da. In meinem Kanal könnt ihr nicht nur über Japan und Deutschland wissen, sondern auch verschiedene Rezepte aus Japan erfahren. Bitte vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Schaltet bitte auch die Glocke ein, damit ihr meine neuen Videos nicht verpasst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。